Hallo meine Kätzchen und ratet mal, was es heute gibt. Tadam! Es gibt wieder mal was Neues von Sirui. Bam, bam. Wir mussten uns richtig zurückhalten, um nicht eine weitere Folge von Star Wars zu drehen. Denn das neue Tube Light von Sirui unter der Marke Duken, T60 heißt das Teil, sieht schon sehr dem Lightsaber ähnlich. Ziemlich ähnlich wie das kleine M6 Licht, auch Vollfarbsteuerung, dann die Effekte, aber ich glaube es sind dieses Mal 14. Alles wie bei dem anderen. Was dazu kam ist, hier ist ein Mikrofon eingebaut und man kann so, bap, bap, pam, pam, so, falls ihr eine Disco daheim betreiben wollt oder so einen Effekt einsetzen wollt, könnt ihr das tun. Oh Gott. Bla bla bla, Kerzenlicht, Polizei, Feuerwehr, das haben wir alles gesagt. 2500 bis 8000 Kelvin Farbtemperatur. Dieses Mal Sirui 97 Plus. Das Gewicht ist bei 658 Gramm laut Hersteller. Man fühlt es, dass es nicht so irgendwie so ein Plastikding ist. Da ist richtig was drin. Das finde ich gut, Also vielleicht nicht als ein Lichtschwert, aber zumindest als ein Knüppel kann man es bestimmt einsetzen. So ein Teleskopknüppel mit Special Effects. Mit Polizei ist Blinker. Sehr interessant. Batterielaufzeit. Der Hersteller sagt, es sind 2 Stunden, ich sage aber, es sind mindestens 3. Denn alleine während dem Dreh in den Büschen haben wir bestimmt über 2 Stunden oder vielleicht sogar 3 Stunden gebraucht, mit Pausen zwischendrin und so weiter. Und die Lampe wurde nie ausgeschaltet und lief die ganze Zeit auf 100%. Also sind das definitiv mehr. Sirui, gut gemacht. So, jetzt kommt das Beste. Die abnehmbare Fernbedienung. Das ist ja mal sehr praktisch. So, seht ihr? Kann zwischen Modi schalten und was noch ziemlich cool ist, man kann unterschiedliche Kanäle, also die Channels, kann man einstellen und somit mit einer Fernbedienung kann man mehrere Lampen bedienen. Super Idee, finde ich. Dann die App. Die Application heißt es noch, oder? So,
Jetzt habe ich zwei Dinge hier stehen. Schau mal, was davon was ist. Ich denke mal... Oh, das Falsche. So sieht es aus. Und zwar, man kann hier alles schön bedienen. Rot, grün, blau. Ja? Und dann kann man zwischen RGB und HSI schalten und so ziemlich alles hier einstellen. Auch irgendwelche Custom-Teile, die man abspeichern kann. Auch die lustigen Effekte kann man hier auswählen. Und eine weitere Funktion, die ich ziemlich super finde, ist, wenn ich zum Beispiel einen Hintergrund auswähle. So, hier, blau, bam. Ha? Seht ihr? Ich bin jetzt auch deutlich geleuchtet. Von der anderen Lampe. Finde ich super. Ihr fragt euch, wo das Licht eingesetzt werden kann. Selbstverständlich für ein Videodreh, aber auch als ein Eyecatcher auf den Partys. Und natürlich als ein Lichtschwert. Und natürlich als ein Lichtschwert auf den Partys. Also jetzt Fazit. Mit ca. 160 € ist das Ding nicht so ganz billig, was aber die Konkurrenz angeht, die mit eventuell 70 € beginnt, steht das Juken T60 nicht im Vergleich. Alles ist viel, viel besser. Beginnen mit CRI und diese Teleskop-Funktion und dann auch noch die Fernbedienung. Das sieht man in dem Segment gar nicht. Also würde ich T60 sofort zu einem eher höheren Segment einordnen. Was ich aber vermisse ein bisschen sind die Parallelanschlüsse, so dass man mehrere Lampen einander anschließen kann. Doch diese Funktion ist erhältlich meistens in einem höheren Segment zwischen 300 bis 500 €, wie zum Beispiel bei SGC-Lampen, aber die sind halt sehr teuer. Und man kann das immer noch lösen, indem man die Lampen mit einer einzigen Fernbedienung bedienen kann oder beziehungsweise über die Applikation, über die App. Ansonsten wie immer super Qualität, alles fest robust, selbst die Plastikdinge sind alles so schön und so griffig und man merkt die Chirurgie-Qualität. Ich weiß nicht, wie lange diese Teleskop-Bewegung aushält. Ich habe es bestimmt schon 100 Mal gemacht, jetzt gerade 101 und 102. Und ich sag nur, Jungs, weiter so. Ich freue mich jedes Mal, eure Produkte zu präsentieren.